Rose auf Dangerous Flamenco. Ist das der heilige Gral, wenn man Rose, Oud, Safran, Dattel und Früchte mag? Das werde ich euch jetzt erzählen. Wir gehen rein. Mein Name ist Dennis. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. So. Simone Andreoli. Ich finde dieses Haus irgendwie sehr, sehr nice. Nicht, weil da Werbung steht, sondern weil es einfach so ist. Ich finde, die machen sehr schöne Düfte. Sie haben auch gute Haltbarkeit und Sillage. Da kommen wir auch später zu. Das ist sehr interessant. Also dranbleiben, die Haltbarkeit und die Sillage. Und ja, zum Duft. Es ist ein Rose auf Dangerous Flamenco. So, also, was sagt uns das? Eine schöne, gefährliche Rose. So, mit denen ihr auf dem Parkett tanzen wollt vielleicht. Oder vielleicht auch eine gefährliche Frau, die den Duft trägt. Problem, es ist ein Unisex. Also keine Angst, Männer, ihr könnt ihn logischerweise tragen. Und weil ich das angeschnitten habe, nein, er ist nicht so feminin. Nein, ist er nicht. Es ist ein richtig schöner Rosen, Oud, Safran, Dattel, Früchte-Duft. Früchte, Background, minimal, ne? Dattel kommt erst später in Dry Down raus, merkt ihr ein bisschen die Süße, sonst bleibt es einfach Rose, auf jeden Fall, also Rose ohne Ende, Safran und Oud. So. Wenn ihr kein Rosenfan seid, dann ist das kein Duft für euch. Gleich vorweg, wirklich nicht. Da braucht ihr auch keine Ausnahme machen. Nein. Wenn ihr nur Oud-Fan seid, ne, das ist genau gleich, andersrum. Wenn ihr Rosenfan seid, aber kein Oud, kann ich noch sagen, testet ihn mal. Das Ding ist, wenn man Oud mag, dann macht man eigentlich auch Rose und andersrum. Eigentlich ist das so, weil die verschmelzen immer grundsätzlich ineinander, diese Inhaltsstoffe. Meistens ist das so. Nicht immer, also nicht gleich wieder euch angegriffen fühlen. Meistens nicht. Nicht so oft, sorry. Redet heute ein Dünnschiss hier, da. Macht mich schon ganz wahnsinnig, um euch das richtig zu erklären. Damit ihr es versteht, weil viele kaufen auch blind, was ja auch interessant ist, weil es auch ein bisschen spannender ist und deswegen muss es ja richtig erklärt werden. Also, normalerweise gibt's sie oft zusammen, das kennen wir, Rose, Oud, so Punkt. Aber es gibt sie eben auch mal ohne. Aber hier haben wir sie mit und Safran und Datteln. Und Dattel ist nur süßlich ein bisschen im Hintergrund, aber nicht zu süß. Es ist ein schöner Rosenduft. So, mit Oud und Safran. Erinnert, muss ich jetzt erwähnen, das muss ich einmal ganz kurz erwähnen, erinnert schon, wenn ihr das sprüht, dieses Parfüm, dann denkt ihr, oha, warte mal, das habe ich schon mal gerochen. Louis Vuitton, Ombre Nomade. Können man so stehen lassen tatsächlich, weil man hat diese im Background, diese DNA, die Louis Vuitton in Ombre Nomade hat, habt ihr auch hier. Aber das ist ja das, was ich gerade eingangs vorweg erzählt habe. Rose, Oud, Safran. Ich glaube, in Ombre Nomade ist noch Weihrauch drin. Den habt ihr hier nicht. Und also in der Luft merkt ihr schon ein bisschen dieses Süßliche. Und das ist eben die Dattel. Die ist aber nicht, oder das ist nicht zu doll. Aber wenn ihr Dattel mögt, dann habt ihr, das ist schon schön. Das habt ihr natürlich bei Ombre Nomade gibt's keine Dattel. Ne? Da gibt's nur wirklich aufs Maul. Ne? In your face. Geil. Aber das hier, ich könnte jetzt sagen, wenn der zum Beispiel der Ombre Nomade zu doll für euch ist, aber ihr liebt diesen Duft, dann ist das auch für euch perfekt. Aber jetzt kommt's ja. Ich werde euch ja gleich nachher noch was von der Haltbarkeit und Sillage erzählen. Ja, die hat's wirklich in sich. So, und dieses Verschmelzen mit der Name Rose of Dangerous Flamenco passt irgendwie wie die Faust aufs Auge, weil ihr habt wirklich eine richtig präsente Rose, die wirklich schon gefährlich sein kann. Die kann präsent sein, das ist, oder zu präsent sein, das ist gefährlich. Dann habt ihr Rose, dann habt ihr Oud, Safran. Auch präsent. Und Hintergrund diese Süße von der Dattel und das macht so sexy, während Ombre Nomade ist ja mit sexy ein bisschen schwierig manchmal. Also entweder mag man den oder man hasst ihn. Also dieses Zwischending gibt's bei Ombre Nomade nicht. Hier, das ist was anderes. Auch wenn ihr so ein bisschen das oder riechen könnt und denkt, oh ja, Oud, Safran, aber diese Früchte und diese sexy Rose und vor allen Dingen die sexy Süße, die hier mitschwingt, ist brachial gut. So, und das macht ihn
im Endeffekt fast oder genauso gut wie Ombre Nomad. Also wenn man Ombre Nomad liebt, dann mag man den auch. Definitiv. So, und es ist nicht hier, das ist ja Dupe und diese, nein. Das ist ein eigenständiger, schöner Rosenduft, der nur im Background diese leichte DNA, die ihr kennt, ne, die ihr auf jeden Fall erkennen werdet, weil Rose, Oud, Safran, nochmal, werdet ihr so erkennen. Und das ist der Punkt. Aber sonst eigenständig. Schönes Teil. Muss ich wirklich gestehen. Ich guck mal, wie üblicherweise bei Parfumo, wie der gelistet worden ist. 7,8 bei nur 184 Bewertungen. Den Duft kennen nur 184 Leute. Warum? Das verstehe ich nicht. Himbeere ist übrigens auch noch mit drin, ja, aber nee, die Dattel habe ich mehr. Ja, es mag sein, dass es ein Himbeer ein bisschen, aber warum nur so wenig? Aber 7,8 Bewertung bis dato. So, jetzt kommen wir zur Haltbarkeit und Sillage und auch die ist hier, ja, kann ich so unterschreiben. Also ich sag mal, wie sie hier angegeben ist. Haltbarkeit 8,5, Sillage 8,1 bei 170 Bewertungen. Ich habe ihn auch, glaube ich, bewertet. Und zwar Haltbarkeit und Sillage mit 9. Yes. Und das ist genial. Was wollt ihr mehr? Das ist ein Biest. Das ist Beast Mode auch. Beast Mode ist ja nicht nur 10. Also Beast Mode fängt schon bei 9 an. Ne? Man kann ja nur 9 geben. 9,5 könnte man. Also es ist ein starkes Teil. Ihr werdet auf jeden Fall wahrgenommen und angesprochen. Der kommt, also wo ich ihn getragen habe oder wenn ich ihn immer trage, kommt der sehr, sehr gut an. Sehr, sehr gut. Und das ist der Punkt. Ne? Während sein, vielleicht, ja, ich will jetzt nicht mehr den so oft erwähnen, während der andere nicht immer so gut ankommt, natürlich ein Brett ist, das ist eine 10 und 10 in Haltbarkeit und Sillage, aber wo ist da der Unterschied? Ne? Aber wie gesagt, um den Duft geht es nicht, es ist ein eigenständiger Duft, das ist ein schönes Teil und ich finde den, wie gesagt, sehr, sehr gut zu tragen. Sexy, sexy, sexy und vor allen Dingen jetzt zu dieser Jahreszeit perfekt zu tragen. So, wie gesagt, eigenständig. Den Vergleich mit Ombre Nomad habe ich nur gezogen, damit ihr ungefähr wisst, in welche Richtung das ist und dass ihr oder dass es sein kann, dass ihr durch den Safran, Oud und im Background auf jeden Fall das so ähnlich riechen könnt. Aber im Endeffekt, umso länger er drauf ist, ist es ein Rosenduft grundsätzlich, Rose mit schön Background, Safran, Himbeere, Datteln und so weiter. Ein Background, schönes Teil, der auf jeden Fall mehr Sexappeal hat, das auf jeden Fall, und im Großen und Ganzen auf jeden Fall besser ankommt. So, vielleicht ist es auch ein Ganzjahresduft, aber im Sommer mit ein Sprüher nur oder 1, 2 Sprüher. Mehr würde ich denn wirklich nicht nehmen. Also, ja, Simone Andreoli, Rose auf Dangerous Flamingo. Mal wieder ein bombastisch guter Duft in allen Belangen. Ja, richtig, weil einer meiner Favoriten aus dem Haus geworden, nach längerem Tragen und öfteren Tragen. Den habe ich ja schon länger. Und jetzt dachte ich mir, jetzt wird's kalt. Er ist natürlich jetzt geiler zu tragen, klar, logischerweise. Und ich habe mir gedacht, der muss rein, jetzt gezeigt werden. Schönes Teil, ne? Man kann ja nicht sofort immer alle Düfte zeigen und so weiter. Es muss auch ein bisschen Zeit und manche brauchen auch Zeit. Nehmt auch euch Zeit für manche Düfte. Das geht nicht immer alles so schnell. Aber Rose of Danger Flamingo solltet ihr auf dem Schirm haben. Wenn ihr diese Marke so und so mögt, dann den. Es ist schade, dass den wirklich nicht so viele kennen. Das sind 100 ml und vom Preis seid ihr da auf jeden Fall auch besser und weit besser aufgestellt als eben den anderen genannten. Yes. So, dann machen wir hier das zu. Schönes Teil. Schreibt mir unter, kennt ihr den Duft? Was haltet ihr von denen? Und so weiter und so fort. Und dann sage ich mal, bin ich raus. Grüße gehen raus an meine Mitglieder. Grüße gehen raus an euch alle. Und wie gesagt, abonniert gerne meinen Kanal. Und wenn ihr Bock habt auf meinen Review-Kanal, meinen Film-Review-Kanal, da müssen dann, wenn da ein bisschen mehr drauf sind und so weiter, kommt dann natürlich noch mehr und so weiter. Muss ja alles passen. So, dann sage ich bis zum nächsten Mal, Freunde.